Du wünschst dir einen zuverlässigen Signaldienst, also einen Dienst, der dir ganz genau sagt, wann du in eine Position einsteigst und auch wann du wieder aussteigst, dann bist du bei Easy genau richtig. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt, heute mit einem herzlichen Gruß aus Hamburg. In dem nachfolgenden Video wird dir David diesen neuen Signaldienst ganz genau zeigen und auch die beiden neuen Chart-Features, die gerade erst implementiert wurden. Und das Schöne ist, wenn du den Link nutzt, den ich unter diesem Video in die Beschreibung eingefügt habe, kannst du dieses Tool 2 Wochen lang ganz in Ruhe kostenlos testen und danach für 3 Monate für 25 € anstatt für 60 €. Und bevor ich jetzt zu David weiterleite, einmal bitte den Kanal abonnieren, Daumen hoch anklicken und einen netten Kommentar dalassen, damit der Kanal schnell weiter wachsen kann. Und jetzt viel Spaß mit David. Ja, herzlich willkommen und danke, dass wir wieder dabei sein dürfen. Ich möchte heute einen kleinen Einblick in die neuen Entwicklungen geben des Easy Screeners, aber vor allem den Fokus setzen auf ein Thema und das ist der Signaldienst. Wir haben ja in der App für unsere User, für die Subscriber auch einen Bereich, wo wir eben aus unserem Team unsere Trades posten in Echtzeit. Bedeutet, dass wir dort einfach Inspiration geben für alle, die vielleicht auch noch relativ neu sind im Optionshandel und sich vielleicht nach Ideen umschauen. Wie machen wir das denn? Wann verkaufen wir einen Put? Wann kaufen wir ihn zurück und so weiter? Da möchte ich gerne drauf eingehen und so eine kleine Bilanz ziehen. Dann starten wir gleich durch. Ich würde gerne beginnen mit zwei kleinen Updates in der App und das betrifft das Charting-Tool. Und ich nehme jetzt hier einfach mal als Beispiel die 3M-Aktie. So, und dann können wir das anhand dieses Beispiels, glaube ich, ganz gut schon mal erkennen. Also, ihr seht schon, wir haben den Candlestick-Chart. Das ist ganz neu. Das heißt, hier könnt ihr zwischen Linie und Candlestick sehr, sehr einfach umschalten. Das war ein Feature, das sich viele User von uns gewünscht haben wir dementsprechend dann auch relativ schnell und zügig umgesetzt in der App. Was auch immer wieder an uns herangetragen wurde, war das Thema, ich möchte gerne im Chart wichtige Zonen sehen, Support-Resist-Zones, also Unterstützungszonen und Widerstandszonen, die haben wir hier eingebaut. Auch hier sehr, sehr easy mit einem Button, zack, verwandelt sich der Chart und man sieht die wichtigen Zonen. Also hier nochmal zur Erläuterung. Grüne Zonen sind natürlich Supportbereiche. Supportbereiche sind Unterstützungszonen, wo man eben davon ausgehen kann, dass die Aktie sich dort eventuell fängt. Also sind potenzielle Zonen, wo eben eine Stabilisierung oder Umkehr passieren kann. Ganz wichtig, es ist nicht irgendwie eine magische Kristallkugel, wie es in manchen Blogs oder Büchern beschrieben wird. Die Aktie muss nicht an der grünen Linie halten. Sie hat einfach nur tendenziell sich dort in dem Bereich länger aufgehalten. Man sieht hier aus der Vergangenheit heraus, da haben wir einen komplexen Algorithmus, der das berechnet. Wird eben geschaut, wo könnte die Aktie eben eine Stabilisierung erfahren. Das wäre jetzt hier dieser Bereich und dieser Bereich. Und das sind eben zum Beispiel die grünen Zonen, sind dann sinnvolle Zonen, um zum Beispiel dort oder leicht unterhalb dann auch zum Beispiel Strikes auszusuchen für den Short Put. Umgekehrt hier in Rot, das sind Widerstandsbereiche. Ich nehme jetzt mal eine Aktie, die vielleicht ein bisschen im Downtrend ist, dann sehen wir das ein bisschen mehr. Nehmen wir mal die Nike und lassen mal die Zonen drin. Genau. Hier sehen wir es zum Beispiel ganz klassisch. Das sind alles Bereiche, die aus dem Chart automatisch wirklich hier geladen werden. Das heißt, unser Algorithmus geht hier die Kursbewegung durch, die historische, und sucht dann eben nach signifikanten Zonen. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise diese Aktie hätte, dann könnte ich hierher gehen mit dieser Info und sagen, okay, dann sollte ich irgendwo hier einen Short Call, vielleicht leicht oberhalb hier einen Short Call verkaufen. Das wären hier die nächsten Widerstandsbereiche. Ich glaube, das ist eine ganz gute Hilfe hier, um sehr, sehr schnell eine Einschätzung zu bekommen. Vor allem hier in Kombination mit dem SMA, also hier fallende 200-Tage-Linie plus Resistance voraus, also Widerstandszone voraus. Das ist natürlich dann hier auch schwierig für die Aktie, dass sie da drüber kommt. Wenn sie drüber kommt, kann ich zumindest sagen, wo ist schon mal die nächste Resistance Zone. Deswegen haben wir das eingebaut. Wie gesagt, Kerzenchart und Linienchart, auch das war ein gefragtes Feature.
Jetzt möchte ich auf das Thema Signaldienst eingehen, mal aufzeigen, wie der Dienst funktioniert, wer hier überhaupt Zugriff hat und wie wir uns bisher geschlagen haben seit Jahresbeginn. Und zwar gibt es in der App hier in den Bereich Signaldienst, man sieht auch hier schon, aha, da tut sich irgendwas, gibt es eine Auflistung von Trades, die wir in Echtzeit eingeben. Das heißt, jeder aus unserem Team postet dort eben Trades, die er zum Beispiel privat in seinem Depot macht oder eben als Demo-Trade, um hier unseren Usern sozusagen Inspiration zu geben für für den eigenen Handel. Wie gesagt, das ist keine Anlageberatung, ganz wichtig. Das ist auch hier nicht irgendwie eine Aufforderung, hier Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, einfach zu Lehrzwecken. Wir haben hier verschiedene Kategorien, kann man sagen. Trade der Woche, so haben wir angefangen. Oder auch bei Aktien, die wir unbedingt haben wollen. Auch hier zum Beispiel Einbuchung erwünscht. Oder auch Spreads, das heißt abgesicherte Strategien. Ihr könnt auch hier zwischen den Autoren wählen. Aktuell ist Christopher und ich sind hier sozusagen diejenigen, die hier die Handelssignale, die Handelsideen posten. Hier seht ihr auch, was wir bisher schon eingenommen haben. Und hier könnt ihr entweder die geschlossenen Trade euch anzeigen lassen oder eben alle, das heißt auch die geöffneten. Und hier sieht man zum Beispiel anhand von CVS, okay, dieser Trade wurde eröffnet vor 3 Tagen. Was ist das für eine Kategorie? Überverkaufte Aktie im Aufwärtstrend, ne? Direkt aus dem Screener, ein Short Put. Was wurde hier getan? Ein 57er Put verkauft mit der Laufzeit 6. Juni. Die Prämie wurde eingenommen und dann kommen wir eben auf diese Rendite. So, und dann schauen wir in einen Trade, bewusst in einen Trade, der nicht ganz so rund gelaufen ist, den wir aber trotzdem ins Ziel gebracht haben mit Hilfe unseres Rollassistenten. Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit, Short Puts zu rollen und damit sozusagen uns Zeit zu erkaufen und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Trade doch noch im Plus geschlossen wird. Also hier ein Trade, den hatte ich, glaube ich, gepostet. Geschlossen vor 39 Tagen. Archer Daniel Midlands, ADM ist der Ticker. Ihr seht hier jeweils die Ergebnisse des Trades, wenn er geschlossen wurde und hier auch jeweils der Text und auch die Updates, wenn sich hier etwas tut im Trade, wenn wir zum Beispiel rollen und so weiter. Hier haben wir zum Beispiel ein Put eröffnet, das schauen wir uns am besten direkt im Chart an, dann sieht man es deutlich besser. Wir haben hier einen Short Put eröffnet, war gar nicht so glücklich vom Timing her, da dachte ich, dass die Aktie hier direkt nach oben zieht, ist aber erstmal abwärts gelaufen. Dann haben wir hier diesen Put zurückgekauft, ja, also wir haben hier $110 Prämie erhalten, haben ihn hier im Verlust zurückgekauft für $230, haben aber gleichzeitig tiefer nochmals einen Put verkauft mit $240. Haben also netto $10 sogar noch drauf bekommen und haben wieder diese Laufzeit gehabt und konnten diesen dann hier schließen zu 15 US-Dollar. Und jetzt sehen wir hier in der Tabelle, und das ist wirklich immer gleich aufgebaut, sehen wir 110 für den ersten Put, den wir verkauft haben, den 49er. Der hatte eine Laufzeit von 46 Tagen. Dann haben wir zurückgekauft, 8 Tage vor Expiry, vor Verfall haben wir ihn zurückgekauft, mit Verlust wie gesagt. Dann haben wir 9 eröffnet mit 36 Tagen Laufzeit und diesen dann auch wieder zurückgekauft, fast zum Nulltarif für $15, als der nur noch 10 Tage übrig hatte. Und dementsprechend haben wir hier $105 vereinnahmt. Und wenn wir das beziehen auf das gebundene Kapital, das ist ja alles Cash Secured, was wir hier machen, also ohne Margin, ohne Sonstiges, haben wir immer noch eine Rendite von 12,3% PA rausgeholt, obwohl wir, wenn man jetzt auf den Chart schaut, wenn man hier schaut, okay, hier sind wir sozusagen rein in die Position und hier raus, ist die Aktie wirklich nur seitwärts gelaufen und hier mittendrin gab es ja auch noch die ganze Trump-Chaos-Thematik. Und wir haben trotzdem die 12% sozusagen an Prämie herausgeholt. Es gibt auch Trades, die sehr, sehr schnell teilweise geschlossen werden. Also in der Regel schließen wir deutlich vor Verfall. Ich zeige mal hier einen Trade, den ich zum Beispiel hier eröffnet hatte am Moment. So, jetzt müssen wir hier mal screenen. So. Am 7. Mai haben wir hier einen Short Put eröffnet. Ihr seht es hier, das ist die Linie hier, das ist der Strike. Hier haben wir den Short Put eröffnet mit einer Laufzeit von 44 Tagen, sorry, ich war in der falschen
falschen Spalte hier, 44 Tage. Und wir haben ihn hier schon, wenige Tage später haben wir ihn zurückgekauft, weil die Aktie sich hier nach oben bewegt hat. Und das hat schon ausgereicht, dass wir sozusagen die Hälfte der Prämie ungefähr von 220 Rückkauf zu 113, also roundabout die Hälfte der Prämie hat der Put verloren innerhalb von 6 Tagen. Ja, und wenn man das eben öfters macht, das heißt, wenn man Trades relativ frühzeitig schließt und das Kapital wieder in einen neuen Trade sozusagen allokiert, dann kann man sehr, sehr hohe Renditen erreichen. Annualisiert sieht das jetzt hier super hoch aus, ne, weil wir, wie gesagt, in 6 Tagen, wie gesagt, über $100 bekommen haben, also annualisiert 72%. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Dann gibt es aber auch Trades. Ich gehe nochmal hier zurück, zum Beispiel auf eine Amazon. Da haben wir dann nur 7% annualisiert gemacht und so kommen wir im Schnitt auf jeden Fall immer auf eine zweistellige Rendite. Also ich persönlich gebe ja immer mein persönliches Ziel raus, 12% pro Jahr, also 1% bis 1,5 pro Monat, aber mit 1% pro Monat bin ich schon happy. Das Schöne ist, wie gesagt, alle Subscriber des Easy Screeners, des Optionsscreeners, bekommen hier den vollen Zugriff, können sich die Trades hier anschauen. Alle Ein- und Ausstiege sind auch jederzeit im Chart gespeichert. Das heißt, wir verändern da auch nichts. Wir wollen da völlig transparent sein und alle Trades werden natürlich auch zeitnah innerhalb von 1-2 Minuten werden die auch per E-Mail kommuniziert, sodass es wirklich in Echtzeit ist. Und ja, ich wollte hier nochmal zusammenfassen. Das sind jetzt die Trades, die quasi geschlossen wurden. Einige sind noch offen, da werden wir dann auch wieder ein Update machen. Wir haben von 22 Trades alle positiv abgeschlossen. Im Schnitt haben wir eine Haltedauer von 24 Tagen. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, dann haben wir hier ja als kürzester Trade tatsächlich, das war ein Nike-Trade, 1 Tag. Und der längste waren 75 Tage. Im Schnitt kommen wir auf 24 Tage und im Durchschnitt 1,7%. Und wie gesagt, das sind die annualisierten Renditen, die teilweise dann auch extrem hoch sind und teilweise dann auch, was sehr selten ist, aber hier zum Beispiel einstellig, sodass wir im Schnitt wirklich auf eine sehr interessante Rendite kommen. Wie gesagt, quer über alle Trades 1,7% Rendite. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, vor allem in einem Jahr oder in den ersten 5 Monaten, wo es sehr, sehr viele ziemlich große Marktbewegungen gab, wo man auch viele Fehler machen konnte, wo viele Depots leider auch immer noch im Minus sind. Das soll einfach von unserer Seite eine kleine Inspiration sein, eine kleine Hilfe für diejenigen, die ihre ersten Gehversuche machen am Optionsmarkt. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist. Deswegen ja, lade ich natürlich alle gerne dazu ein, bei Easy.io vorbeizuschauen. Ihr könnt den Screener und damit auch den Signaldienst 14 Tage gratis testen und danach entscheiden, ob das für euch eine Hilfe darstellt oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Screener testet und danke nochmal für die Einladung und allen eine schöne Börsenwoche. Tschüss.